Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Soulart und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Meine Lieben, ihr liebt dieses Bild, ich liebe dieses Bild und deswegen soll das heute die Inspiration für dieses Video sein. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ohne Farbe ein wunderschönes Bild zaubert. Legen wir los! Okay, ihr Lieben, ihr könnt sehen, vor mir liegt eine riesen Leinwand. Meine misst 50 x 70 cm und ich habe hier schon meine Kuchenform ausgepackt. Die wird mir gleich als Orientierungshilfe dienen. Im Intro habe ich euch gesagt, ich zeige euch ein Bild, wie ihr ohne Farben ein Bild kreiert. Das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint, aber es wird heute auch eine Herausforderung für mich. Wir werden heute nur mit Schwarz und Weiß arbeiten. Wir werden selbstverständlich die verschiedenen Abstufungen dieser Töne für uns arbeiten lassen. Aber ich bin echt gespannt und ich glaube, es kann was ganz Tolles dabei rauskommen. Okay, starten wir rein. Also, ich möchte heute einen Mix aus flüssiger und purer Acrylfarbe mit euch machen. Und ich würde sagen, wir starten in der Mitte. Ich möchte, dass meine Mitte aus einem hellen Kreis besteht und mein Bild nach außen hin immer dunkler wird. Dementsprechend suche ich mir nun erst einmal die ungefähre Mitte unserer Leinwand. Ganz so streng nehmen wir es nicht, aber ich würde sagen, so ist es ganz gut. Und ich starte mit meinem Titaniumweiß. Meine Farbe ist im Verhältnis 1:1:1 mit Floetrol und Wasser gemischt. Dies bedeutet, ich habe ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Wasser und ein Teil Floetrol benutzt. Das gibt mir einfach eine tolle Fließfähigkeit und ich werde nun beginnen, erst einmal ein bisschen flüssige Acrylfarbe in die Mitte meiner Leinwand zu geben. Wie vorhin schon benannt, werden wir einen Mix aus flüssiger und purer Acrylfarbe machen. Ich zeige euch dann auch gleich warum. Ich denke, das reicht uns auch erst einmal schon an flüssiger Acrylfarbe für unsere Mitte. Ich werde nun mein Oxidschwarz benutzen und erst einmal großflächig unsere Ecken und Kanten hier beträufeln. Ja, ungefähr so. Ihr werdet euch wundern, wie ergiebig sowohl flüssige als auch pure Acrylfarbe ist. Dementsprechend werde ich jetzt nicht noch mehr flüssige Acrylfarbe auftragen. Wenn wir merken im Laufe unseres Prozesses, dass es zu wenig ist, können wir bei dieser Technik beliebig viel immer noch nachtragen. Okay, meine Lieben, ich schnappe mir einen ganz handelsüblichen Pinsel und werde nun erst einmal meine flüssige Acrylfarbe hier in der Mitte ein bisschen verteilen. Ihr könnt sehen, ihr müsst euch hier gar nicht so viel große Mühe geben. Wichtig ist erst einmal, dass unsere Leinwand in der Mitte mit Farbe bedeckt ist. Okay, nun brauche ich auch meine Kuchenform nicht mehr, die kann ich entfernen. Ich habe einen ungefähren Anhaltspunkt, wie mein Kreis später aussehen soll. Die kann erst einmal beiseite. So, meine Lieben, okay, mit dem gleichen Pinsel beginne ich nun in die schwarze Farbe zu gleiten und natürlich, wer in Farbenkunde aufgepasst hat, der weiß, Weiß und Schwarz ergibt einen Grauton. Auch hier an dieser Stelle gilt es nun erst einmal, die Leinwand mit Farbe zu bedecken. Um den Kontrast und um die Schatten werden wir uns dann im nächsten Schritt kümmern. Ihr könnt sehen, ich habe tatsächlich überhaupt nicht viel flüssige Acrylfarbe aufgetragen und eine sehr große Leinwand vor mir liegen. Aber es ist wirklich ergiebig und ihr werdet sehen, später werden wir noch die Farben ineinander blenden, dass wir gar nicht mehr brauchen. Habt hier einfach ein bisschen Spaß, tobt euch ein bisschen aus. Über Pinselstriche braucht ihr euch erst einmal überhaupt keine Sorgen machen, die werden wir im späteren Verlauf des Videos alle noch verschwinden lassen.
Und ich nutze auch hier gleich die Möglichkeit, mit meiner schwarzen Farbe meine Ränder zu bedecken. Wenn euch dieser Schritt zu umständlich ist, könnt ihr selbstverständlich auch die Ränder und Kanten im Vorfeld mit purer Acrylfarbe bedecken. Dann spart ihr euch diesen Schritt. Ich mache es mal so und mal so, also beides ist überhaupt kein Problem. Soweit so gut. Wenn ich sichergestellt habe, dass meine Kanten gut mit Farbe bedeckt sind, beginne ich die Farbe weiter in die Mitte zu ziehen. Vertraut dem Prozess, meine Lieben. Ich weiß, das sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen unordentlich aus. Aber das macht überhaupt nichts. Tobt euch echt ein bisschen aus. Seid kreativ. Ihr könnt sehen, ich ziehe meine schwarze flüssige Acrylfarbe schon recht weit in die Mitte. Ich gehe fast ganz ran an meinen weißen Kreis. Nun schnappe ich mir einen frischen, trockenen Pinsel und tippe diesen in meine weiße, flüssige Acrylfarbe. Und ihr könnt sehen, die bewegt sich einwandfrei und richtig gut. Nun beginne ich die weiße Farbe immer weiter nach außen zu ziehen. Nun, meine Lieben, komme ich zu dem Punkt, wo ich ganz zu Anfang meinte, ich möchte eine Mischung aus flüssigen und puren Acrylfarben machen. Ich habe hier eine Farbpalette vorbereitet, nehme mir ein bisschen Farbe von meinem Titanium Weiß auf. Ihr könnt sehen, ich benutze ganz wenig Farbe, ihr braucht auch ehrlich nicht viel. Dann tippe ich mit meinem Pinsel in die pure Acrylfarbe und werde diese nun in meinen Grauton einarbeiten. Okay, ihr Lieben, ihr werdet euch jetzt denken, oh Gott, was hat sie jetzt nun wieder aufgeführt? Aber ihr werdet gleich den Sinn dahinter verstehen. Ich blende nun meine weiße Farbe schön in die schwarze. Ihr habt gesehen, wir haben die Farbe nur punktuell aufgetragen. Okay, meine Lieben, bevor ich nun zum Schluss des Verblendens komme, schnappe ich mir als letzten Step noch einen trockenen, ganz breiten Pinsel. Ihr könnt sehen, ich glaube, der ist zum Hausstreichen. Und mit diesem hier werde ich nun einmal noch komplett über mein ganzes Bild gleiten, ganz vorsichtig. Okay, meine Lieben, ich bin erst einmal zufrieden mit dem Ausblenden unseres Hintergrundes. Ihr könnt sehen, unsere Pinselstriche sind so gut wie verschwunden und sobald die Acrylfarbe aufgetrocknet ist, wird es ein ganz schöner, weicher Übergang sein. Okay, wir widmen uns nun unserer Blume und wir werden in Schwarz und Weiß bleiben. Also, ich verwende wieder die Farben Oxidschwarz und Titanium Weiß. Einen kleinen Schimmer möchte ich einarbeiten. Und dazu werde ich mein Silber von Amsterdam verwenden. Okay, ich wünsche mir Glück, es ist auch für mich eine Herausforderung. Okay, ich beginne mit der dunkelsten Farbe, unserem Schwarz. Erst einmal eine grobe Form meiner Ranke zu ziehen. Ich würde sagen, so wäre es ganz schön. Ziel dieser Technik ist, dass später, sobald wir fertig sind, unser Hintergrund wirklich im Hintergrund bleibt und unsere Ranke hervorsticht. Die nächste Farbe, die ich auftrage, ist Titanium Weiß. Diese gebe ich einfach über meine schwarze Acrylfarbe. Ja. Und ein bisschen für den Schimmer soll unser Silber sorgen. Silber werde ich nicht so viel auftragen. Ich nehme mir ein bisschen Farbe auf das Spatel. Ich möchte nur noch ein paar Akzente und für ein bisschen Schimmer in der Mitte sorgen.
Oh, ich bin wirklich aufgeregt. Aber ich muss sagen, ich finde das so elegant, oder? Ich liebe auch diese ganzen schönen, farbenfrohen Bilder. Aber, meine Lieben, auch das hat seinen Reiz. Okay, ich werde noch ein bisschen Farbe nachtragen. Also, noch einmal in mein Oxidschwarz. Und noch einmal mein Titaniumweiß. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor diesem Sektor hier. Es ist mir wichtig, dass wir schön unsere Blüten zum Blühen bringen. Aber wir versuchen es mal. Ich schnappe mir meinen Haartrockner und ihr, meine Lieben, drückt mir ganz fest die Daumen. Nun beginne ich, meine eben gerade aufgetragenen Farben auszublasen. Ich liebe es. Ich muss nur an dieser Stelle noch ein bisschen Schwarz und ein bisschen Silber auftragen. Ich möchte unbedingt, dass sich mein Titaniumweiß von unserer Mitte abhebt. Oh, ich finde das echt schön, Leute. Okay, meine Lieben, nun ist es für mich an der Zeit, meine Ranke noch ein bisschen zu verschönern. Ich mache das hier mit meinen Fingern. Ich möchte nicht zu viel an der Form verändern. Und ich muss sagen, dieser Part hier macht sehr wenig Sinn für mich. Aus diesem Grund werde ich hier ein bisschen etwas von der grauen Farbe abtragen. So, meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Kommt mal ein bisschen näher ran. Ich liebe das. Schaut euch mal unsere schöne Ranke an. Ich finde, Schwarz und Weiß geht einfach so gut zusammen. Dadurch, dass wir die Farben gemischt haben, haben wir natürlich einen schönen Graueffekt. Und wenn ich hier über unsere Mitte drüber gucke, schaut mal, wie schön unsere Blumen aufgegangen sind. Ich
Ich finde, die Form ist sehr passend, dass sie in der Mitte ein bisschen breiter ist als an den Rändern. Liegt daran, dass wir auf flüssigem Hintergrund auf dieser Seite gearbeitet haben und bei unseren Außenseiten hatten wir ein bisschen weniger Untergrund, aber beides zusammen spricht für sich, oder? Ich muss sagen, schwarz und weiß hat sich in mein Herz gekämpft. Wenn es bei euch auch so ist, dann zeigt es mir doch unbedingt mit einem Daumen nach oben. Und Leute, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zur Technik oder zu den Materialien, die ich verwendet habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich es kann, helfe ich euch jederzeit immer gerne weiter. Für heute, meine Lieben, verabschiede ich mich und zeige euch hier noch einmal das getrocknete Ergebnis. Ich finde, es ist wundervoll geworden. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben!